Ich komme sofort. Unterwegs mit ist powered by itteam.at und Löhlein Classics. Hey Thomas. Hallöchen. Wie geht's? Hi. Wie immer gut. Ja, Wie immer gut. so. Hier habe ich ein Wasser für dich, Vielen Dank. weil du musst viel reden. Oh je. So, zuerst mal die Leute, die nicht kennen. Viele kennen dich schon auf der Sendung bei mir, aber noch viel mehr kennen dich. Du hast Jahre warst du ein Gesicht bei der Retro Classics. 5 Jahre im genau. Ja, genau. Und da hast du so, wie gesagt, das Fach der Oldtimerei kennengelernt. Ja, also mein Vorteil war, dass ich direkt nach meinem Studium, ich habe Messe- und Eventmanagement eigentlich studiert mit BWL-Basis, klar, wie jeder. Ja. Und bin dann zur Messe Stuttgart gekommen, wo eben ja die Retro Classics, viele wissen es ja, stattfindet, immer jährlich. Also die große Oldtimer-Messe auf dem Messegelände in Stuttgart. Und ja, das Schöne ist halt natürlich im Messegeschäft ist es so, man hat direkt mit allen möglichen Leuten zu tun. Ja? Und zwar in dem Fall einfach mit der gesamten Oldtimer-Szene. Also, Ja. muss ich vorstellen, jeder Aussteller, der auf der Retro in diesen Jahren war im Grunde genommen ja, mein Kunde. Groß oder klein? Groß oder klein, genau. Also vom Teilemarkt, Händler, Ja. private Fahrzeugverkaufsbörse bis zu den großen internationalen Händlern und Restauratoren, Ja. die wir dann hatten. Und da kriegt man dann natürlich ja sehr viele oder ja, hat ein großes Netzwerk dann logischerweise schon allein, Ja. schon nach wenigen Jahren und auch in sehr jungen Jahren, was bei mir der Fall war. Und der Vorteil, ja, also ich war da überall dabei, logischerweise. Ja. Hattest du vorher etwas überhaupt mit Autos oder sicher mit Oldtimer? Hattest du etwas damit? Tatsächlich nicht, nee. Also es ist auch nicht so wie ja viele in der Branche, Oldtimerei oder Rennsport wurde mir in die Wiege gelegt und ich war schon als kleines Kind irgendwo, also bei mir gar nicht tatsächlich. Ja. Das war nicht so, sondern wirklich über den Umweg, nenne ich es jetzt mal Messebranche oder Eventbranche generell, Ja. bin ich dann eigentlich zufällig mehr oder weniger. Können wir gerade oder? Wir können hier gerade Ja. fahren, da kommen wir am Keltenmuseum hier vorbei. Keltenmuseum? Keltenmuseum, ja. Hier ist ein Keltenhügel ausgegraben worden, mal von einem Fürst aus der Keltenzeit. Aha. Dafür ist Hochdorf ja eigentlich relativ bekannt. Ja, aber, Ja. bevor wir, ja, aber jetzt, bei uns geht alles durcheinander. Wir sind in Eberdinger Hochdorf bei der Firma SML Car Group, wo du Genau. jetzt arbeitest. Genau. So, das ist mal klar, wo wir sind. Ja, Ja. das hätte ich Ja. natürlich zuerst sagen müssen. Aber gehen wir Genau. zurück zu deiner Anfangszeit. Da haben wir uns auch kennengelernt, ungefähr 10, 11 Jahre her. Ja, genau. Also so 2015 müsste es gewesen Ja. sein. Da habe ich nämlich dort angefangen. Ja, du warst doch ganz jung. Ja. Echt? Ja, 22 Jahre war ich Ja. damals. Du bist da sehr gewachsen, du hast unglaublich viel gelernt. Viele von deinen Kollegen haben jetzt überall gute Positionen, Ja. die bei Uli Hermann Ja. angefangen haben. Und Uli, wir kennen ihn alle sehr gut, ein unglaublicher Fachmann, passioniert, aber nicht immer der einfachste. Aber das war, denke ich, das Gute daran. Deswegen hast du vielleicht so viel gelernt. Ja, also man muss sagen, der Karl-Ulrich Hermann, der Gründer der Retro Classics, mittlerweile machen es ja andere Betreiber, aber als ich noch da war, klar unter seiner Führung. Ja, hier links. Logischerweise, fahren wir links, genau. Und ich habe unfassbar viel gelernt, weil er mich auch in so jungen Jahren, wie gesagt, ich war damals 22 Jahre alt erst, Ja. gerade mal, überall hin mitgenommen hat. Ja? Also es war ja nicht nur die Retro Classics Stuttgart, die wir gemacht haben, sondern auch verschiedene andere Veranstaltungen und dann natürlich werden Pressekonferenzen für die Retro in Paris, in Ja. London, in Katar. Wo ich auch war. Genau, warst du ja auch bei den Concours d'Elegance, den wir dort gemacht haben. Und überhaupt in Goodwood, also auf diesen ganzen Branchenveranstaltungen, wo man eben sein muss, war ich überall von Über was Anfang an hast du dabei. dich am meisten gestaunt damals? Tatsächlich am war das, Anfang? glaube ich, die Geschichte mit Katar, muss ich sagen, weil das Ja. für mich damals so eine, ich kannte Abu Dhabi und Dubai von einer Privatreise mal davor, Ja. aber dann so geschäftlich wirklich in Katar zu tun zu haben, einmal mit dem Konkurs, dann haben wir für den Faisal Al-Thani sein Museum, ich sag Ja. mal, kuratiert da 3 Jahre Ja. lang auch. Und wir waren bei ihm privat zu Ja. Hause. Das Ja. war einzigartig. Gell? Ja, genau. Und er und der Hermann, die kennen sich halt schon jahrelang ganz gut und so kam das ja auch zustande. Und da hat man ja gemerkt, da ist ein riesen Respekt gegenseitig einfach da. Und das haben auch wir zu spüren bekommen. Also das war ein unfassbares Leben. Ich war insgesamt 5 Mal unten. Ja.
Weißt du, ja, was war eine tolle Zeit. Meine unglaubliche Geschichte in Katar war? Die Araber sind auch nicht einfach, Ja. damit zu arbeiten. Und da war ein Moderator und er war gegen alles. Das war ein arabischer Moderator. Und es gab so Concours d'Elegance und ganz tolle Juroren waren mit. Jochen Maas war noch, Gott haben ihn selig, Peter Pfeiffer war auch noch dabei und viele tolle Leute. Und der Moderator, das lief, eigentlich jeden Tag lief da etwas schief. Ja. Und ich weiß nicht, ob du überhaupt die Geschichte kennst, aber der Moderator, der hielt ab, ungefähr eine Stunde vor dem Concours Elegance und die ganze königliche Familie war schon anreisend. Ja. Und die hatte keinen Moderator mehr. So, der Jochen Maas, der sagte zu Herr Hermann, Uli Hermann, oh, lass es den Martin mal machen, der kann da was. So, der kam auf mich zu und sagte, Martin, möchtest du das moderieren? Ich sage, kein Problem. Bin mit einer Engländerin verheiratet, so wir reden Englisch zu Hause, alles kein Problem. Und ich war, Jochen hat mich immer Mr. Spontan genannt. So, keine Papiere, nichts. Aber ich sage, aber ich brauche die Fahrzeugpapiere, ich brauche da Infos bezüglich den Autos, die da sind. Ja, genau. Ja, die haben wir nicht. Der hat der Moderator alles mitgenommen. Okay, die europäischen Autos, die von Hermann oder von euch mitgenommen waren, davon wusste ich einiges. Aber die Araber, die Autos, ich wusste nichts. Da habe ich gesagt, Jochen, spinnst du? Mir das, ja, schaffst du schon. Dann habe ich einen Trick bedacht, weil ich dachte, ja, ich weiß von den Autos nichts, ja, da stehe ich da, was soll ich sagen? Und dann habe ich bei jedem Auto, wo ich dachte, okay, der Juror weiß da etwas davon, der weiß viel von das, die habe ich nach vorne und ich habe ihm die Geschichte des Autos erzählen lassen. Ja. Und ich habe ein bisschen die Show gemacht. Und die ganze königliche Familie, die war begeistert. Ich habe zu Emma, meine Frau damals, noch als wir fertig waren, die haben applaudiert und da habe ich gesagt, oh, ich hoffe, wir dürfen noch in unser Zimmer rein, weil das war kacke. Nein, das war gut, das war wirklich gut. Und ich bin normalerweise nie unselbstsicher. Gell? Aber damals habe ich gedacht. Und dann kam Mohammed Al-Thani, der Sohn, auf mich zu. Der hat mich gratuliert und Jurore und Herr Hermann hatten alle irgendwie ein Geschenk bekommen. Und dann hat er mich auch so ein Geschenk gegeben. Und dann wusste ich, das war gut. Das war gut. Ja, darauf kommt es ja aber an, dann in so Situationen gelassen zu bleiben und dann halt einfach spontan damit zu arbeiten. Und dann danach ist auch die Zusammenarbeit mit Topspeed und die Retro, weil ich war Jahre Botschafter für euch, habe jahrelang auch moderiert auf der. Aber das hat ja da angefangen. Hat da angefangen. Ja, genau. Und das ist eigentlich, bis er es verkauft hat, habe ich ganz gut mit ihm gearbeitet. Ich mag ihn auch sehr. Hochachtung, gell? Also Hochachtung sowieso und ich persönlich, wie gesagt, haben viel zu verdienen. Haben wir hier rechts nicht irgendwo deine Hochzeitsfotos? Ja, da vorne die nächste rechts und dann sind wir da auch in die Weinberge. Ja, richtig. Ja. Gute Erinnerungsvermögen. Ja. Aber weiter über dich, weil du bist der Gast und man soll eigentlich mehr über dich wissen. Die Jahre Retro haben dich geprägt. Ja, definitiv. Also wie gesagt, dadurch, dass ich eben überall dabei war, schon in sehr jungen Jahren und halt die ganze Szene da schon kennengelernt habe. Und klar, Messe ist auch eine harte Schule. Ich muss ehrlicherweise sagen, vor 10 Jahren war die Szene, was das angeht, Messewesen noch ein bisschen einfacher als jetzt. Schwieriger. Nach Corona Nach Corona ist es einfach schwierig geworden. Viele Messen, gerade hierzulande in Deutschland, tun sich sehr schwer, da wieder Anschluss zu finden oder zu den Hochzeiten aufzuschließen. Als ich da gekommen bin, 2015, 16, 17, das war natürlich schon so die Zeit, wo man sagt, okay, Retro Classics Stuttgart, flächenmäßig damals weltgrößte Oldtimer-Messe. Wir hatten tatsächlich Wartelisten von Ausstellern. Für mich war es auch die meist angenehme qua Atmosphäre. Bei uns jetzt? Absolut. Ja, also das ist halt, das muss ich auch sagen, abgesehen davon hatten wir ein unfassbar geiles Team, wenn ich das mal so sagen darf. Also das muss man einfach mal hervorheben. Das war einfach, also wir haben uns alle privat auch super verstanden. Ja. Und das ist auch das Feedback von den Ausstellern damals gewesen, von den Kunden, was wir immer bekommen haben. Hey, bei euch ist alles so familiär und Service. Und ich habe mich wirklich und so weil ich war nicht in Dienst, ich war Botschafter, aber ich habe mich immer Teil der Familie gefühlt. Die haben auch immer
das gezeigt, wir sind froh, du bist da. Ja. Und dann hast du auch wirklich Spaß, da was zu tun. Wir haben halt auch sehr viel Wert auf Partnerpflege, auch Sponsorenpflege gelegt. Also wir hatten langjährige Sponsoren, die immer dabei waren. Auch Presse und Journalisten. Ich möchte nicht sagen, die hat man hofiert, aber das war schon, ja, da hat man einfach gezeigt, auch internationale Presse, dass es wichtig war und dementsprechend hoch war in den Jahren auch die Internationalität. Und durch Corona ist es so ein bisschen schwierig geworden. Meine letzte Retro, die ich noch selber gemacht habe, damals war tatsächlich 2020. Ja. Das war das Jahr, wo Corona tatsächlich Genau. in der Woche vor dieser Messe in Europa angekommen ist, sage ich mal. Das Und ist ihr habt irgendwie schon damals, so das weit weg, weiß ich aber- noch, 90.000 Besucher gehabt. Ja, ja. Und ich kam nach Hause und ich hab, oh mein Gott, ich hoffe nicht, weil damals wir hatten alle noch die Idee, wenn man Corona hat, dann stirbt man. Ja, Und ich hatte da wirklich, wirklich Angst. Und ich habe auch ein paar Tage nicht im Schlafzimmer, wirklich so schlimm waren die Gedanken bei meiner Frau. Ich habe gedacht, wenn ich es dann habe, aber sie nicht. ja. Und dann haben wir zum ersten Mal in unserer Ehe habe ich getrennt geschlafen. Und dann kam es auch, und danach passierte auch gar nichts mehr. Ja, Das war für, okay, eure Firma war starke Firma, finanziell auch starke Ja. Firma. So, ihr habt das dann diese Jahre überleben können. Ja, also es war natürlich schwierig. Wie gesagt, ich bin ja dann danach gewechselt direkt nach der Ja. nach der 20er Messe. Ich weiß gar nicht, also ein Jahr ist es dann mal ausgefallen. Ich weiß nicht, ob es dann Ja. 21 war, glaube ich. 21 Und dann ausgefallen, wurde es wieder 22 ging es wieder. Kleiner, genau, ein bisschen kleiner dann und dann lief das so langsam. Aber es ist halt schwierig, das jetzt tatsächlich nach wie vor das so ein bisschen auf das Niveau, weil halt was dazu kommt, ist, dass der Markt gerade so ein bisschen in Deutschland vor allen Dingen Ja, ja. ein bisschen Schwäche zeigt. Das ist halt einfach auch der aktuellen wirtschaftlichen Konjunktur Weiß übrigens so ein noch- bisschen geschuldet. In 22, wir haben eine Partnerschaft mit der Württembergische Versicherung, Markus Neser, seit 2019. Und dann wir haben während Corona haben wir immer weitergearbeitet, weil ich habe gesagt, okay, es gibt keine Events mehr, es gibt Oldtimer, so wir haben keine Sendung verpasst. Wir haben die Topspeed, da warst du auch noch drin, Topspeed Skype-Zeit haben wir noch ja, gemacht. genau, haben wir Wir konnten uns nicht treffen, aber dann haben wir das über Internet, haben wir da Sendungen gemacht. Und da war ich mit Markus, ich sage, komm, in 22, komm, machen wir mal eine Runde. Ja. Aber ich wusste nicht, wie weit wir mit Beliebtheit mit Topspeed waren. Weil Ja. seit 2016 waren wir im Fernsehen, ging nicht schlecht. Aber ich habe gedacht, ja, wer weiß, geht das dann zurück. Und dann sagte Markus nach 10 Minuten, ich gehe zurück. Das macht keinen Sinn, mit dir über die Messe zu gehen. Aber ich gesagt, warum nicht? Ja, du kommst kein 5 Meter weiter, weil jeder will ein Foto oder was. Und ich weiß jetzt, dass wir die richtige Entscheidung genommen haben, mit dir zu arbeiten. Ja. Aber mittlerweile warst du bei der SML Car Group, Simon, Markus, Lo und dann, wir haben es öfter gesagt, dann klingelt schon etwas bei Leuten, Ja. die Familie Lo, die Lo Collection, Nationale Deutsche Automuseum. Das Automuseum, genau. Aber Simon ist der Sohn von Friedhelm Lo, aber arbeitet völlig selbstständig. Der wollte es von Anfang an selbst leisten. Und das hat dann angefangen als Aufbereitungsfirma. Ja, genau. Also wie ich dazu kam, vielleicht noch ganz kurz, weil das kam auch nämlich über die Retro zustande. Ich habe als die Firma jetzt in Eberding, wo wir jetzt sind und wo du ja auch schon ein paar Mal bei uns warst. Wie fahren wir übrigens zurück? So, Gute Frage. Können wir Fahren wir weiter und dann und die dann nächste links. genau. Ja, weil wir müssen irgendwo dahin, gell? Ja. Ich habe damals die SML Car Group, die damals so im Entstehen war an dem Standort hier in Eberdingen, tatsächlich auch als Aussteller geworben, sozusagen akquisenmäßig. Ja. Und das ist das, was du gesagt hast. Simon hat da quasi direkt von Anfang an Gas gegeben mit einer eigenen Firma, logischerweise. Ich habe das auch über die Messeschiene. Und so haben wir uns dann kennengelernt, Hier auch links? auf der Retro Classics. Genau, hier links. Immer Richtung Aurich, da kommen wir dann Ja. hinten wieder durch. Und dann haben wir uns da gut verstanden und das ging dann so eins zum anderen und so bin dann ich dahin gekommen. 2020 dann, die Firma hier gegründet in Eberding wurde 2019 Ja. und seine Vorgängerfirma, eigentlich, die gibt es schon 10 Jahre länger, das ist eigentlich die SML Car Wellness, hieß es damals noch. Das war tatsächlich Aufbereitung, also Lackaufbereitung, Innenaufbereitung an Fahrzeugen, wie man es so kennt, relativ normal. Und dann ging es halt immer mehr in den Sammlerbereich, Oldtimer-Bereich und dann hat man angefangen, sich darauf zu spezialisieren. Dann kam der Umzug an den neuen Standort Ja. und die Firmierung als SML Car Group mit dem Hintergedanken,
die Car Wellness nach wie vor als ein Standbein zu sehen, also Thema Aufbereitung, das ist auch, was wir heute noch machen bei uns und auch sehr viel machen. Und Lagerung? genau, dann kamen verschiedene Sachen dazu. Die Einlagerung von Fahrzeugen. Mittlerweile sind wir auch Meisterbetrieb für historische Fahrzeuge, also Kfz-Meisterbetrieb. Der Fahrzeughandel kam dazu im Laufe der Jahre und die Event Location, also Vermietung von unseren Räumen für private Feiern, für gesellschaftliche Events oder für Firmenfeiern. Und so haben wir eigentlich mehrere Standbeine mittlerweile, also ganz grob zusammengefasst: Werkstatt, Einlagerung, Handel, Event Location, so kann man es sagen. Und das eben unter dem Dach der SML Car Group jetzt seit 2019 und seit 2020 will ich da mitmischen. Letztes Jahr seid ihr stark auch mit Events, habt ihr angefangen. Ja. Ich glaube, der Anpfiff war deine Hochzeit, glaube ich. Ja, genau. Also wir haben einen neuen Eventbereich bei uns nochmal ausgebaut, zusätzlich zu dem, was wir schon hatten. Ja. Und man braucht ja bei Projekten immer ein Ziel. Sonst wird es nichts, gerade wenn man ums Bauen geht. Ja. Und wir haben das komplette Obergeschoss bei uns kernsaniert im Betrieb. Und das Ziel war, zu meiner Hochzeit im April muss das Ding fertig sein, weil da müssen da 220 Leute durch. Komme was wolle, muss halt gehen. So, sonst, aber du hast damals auch inseriert, gell? Bitte kommt auf meine Hochzeit, sonst kommt niemand. Ja, genau. Die 220 hast du gar nicht gekannt. Sind alle eingekauft gewesen. Gerade, ja. gell? Ihr wart die einzigen, die ich kannte. Ja, gerade, genau. Übrigens ist es super Hochzeit. Ja, und das war aber die Feuerprobe tatsächlich für Ding. Dann gab es noch so ein paar Startschwierigkeiten, aber das Klo war mal geschwind überschwemmt irgendwie zwischendrin. Das haben aber die meisten gar nicht mitgekriegt. Nee. Da Silva und mein Bruder haben... Nachdem ich aufs Klo war. Das weiß noch keiner, wer es war, aber wenn du es denen sagst schon. Die haben da nachts um 2 noch die Toiletten. Ja, kein Witz. Ich weiß noch, die Freundinnen, die Damen alle, die Bekannte von euch, die in der Küche, da waren 6, 7, 8 Damen, die haben da vor Ort an der Torte gearbeitet. Ja, genau. Die Hochzeitstorte wurde da vor Ort fertig gemacht, bei uns in der neuen Küche, genau. Ja, aber das war so die Feuertaufe, wie so ein paar kleine technische Schwierigkeiten, aber mir ist lieber, es passiert bei meiner eigenen Hochzeit, wie bei irgendwelchen Kunden, die da feiern. Und es war nicht schlimm. Also wir hatten mega Spaß, es ging bis morgens um 6. Alles fein, kann man sich nicht beschweren. Ja, ich war schon weg, gell? Du warst schon weg, ich war todmüde. Brav im Bett. Ja. Aber eure Firma ist dafür bekannt, dass es alles um hochwertige Fahrzeuge geht. Ja, genau. Erzähl. Also, wie gesagt, hat es schon bei der vorigen Firma so angefangen, dass wir halt über Kontakte und Kundenkreise und sowas so in diese Sammler-Szene rein sind, und mit dem Umzug an den neuen Standort haben wir dann gesagt, okay, wir fokussieren uns da komplett drauf auf das Thema Oldtimer, Youngtimer. Ja. Mittlerweile ist ja so, dass die ganze Szene, ich nenne es jetzt mal Oldtimer-Szene, auch modernere Sportwagen, Luxusfahrzeuge so ein bisschen mit einschließt, weil alle Kunden von uns, die ein altes Auto fahren, haben auch irgendwie einen modernen Sportwagen oder schönen Wagen, Luxussportwagen, wie auch immer. Wenn man es geschafft hat, einen Namen aufzubauen in diese höheren Segment, ist das Geheimnis, dass es bei euch noch funktioniert? Weil ihr verkauft immer noch gut. Also das Geheimnis ist nicht unbedingt, dass man sagt, wenn man irgendwie mal einen Namen hat oder so, dann wird es einfacher. Das wird es nicht. Also man muss jeden Tag wirklich dranbleiben. Nee, das sage ich nicht. Aber ihr verkauft noch. Ja, weil wir sehr realistisch an die Sache rangehen. Also wir arbeiten mit hochwertigen Fahrzeugen im hochwertigen Segment. Da sind aber auch, wie jetzt der Porsche 356, ich meine, da sind wir fünfstellig noch, also unter 100.000. Es hat nicht immer auch was mit einem Marktwert zu tun, sondern auch immer ein bisschen mit einem Liebhaberwert irgendwo. Das Geheimnis sind einfach, was heißt Geheimnis, aber also aus meiner Sicht sind es aktuell, man muss ja immer in den Markt reinhören. Aktuell sind es einfach realistische Preisvorstellungen. Wenn man realistische Preisvorstellungen hat, dann funktioniert es. Und wenn man gute Autos hat. Was ist dein Lieblingsfahrzeug? Mein Lieblingsfahrzeug ist mein eigener, mein Triumph TR6. Oh ja, natürlich. Ja. Ein Hochzeitsauto. Ja, das ist ja auch so. Fährst du viel übrigens? Dieses Jahr fast gar nicht. Das war, glaube ich, an meiner Hochzeit, und dann bin ich im Sommer mal eine Woche so als Daily gefahren, zwischen Arbeit. Aber das macht man eigentlich nicht, gell? Ja, wobei der geht, also der geht gut dafür, muss man sagen. Und der ist für mich auch so ein Beispiel, da reden wir jetzt von keinem hohen Wert bei dem Auto, ja. Also das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht mal ein Sammlerfahrzeug, aber der macht so unfassbar viel Spaß. Ja. Das ist einfach so dieses British Roadster Feeling, man sitzt fast auf der Straße, spürt jeden Kieselstein unterm Reifen. Und, ein Oldtimer muss nicht teuer sein, um schön zu sein. Genau. Das ist, ich habe zum Beispiel, mein Auge fällt immer wieder auf ein Lancia Delta Monte Carlo. Das finde ich so ein
süßes, Ja. tolles Ding. Ja. Ist ein eigensinniges Auto. Ja. Die werden jetzt langsam kommen, die Ja. auch. Ja, die werden auch teurer. Ja. Und ich habe immer, das hätte ich schon vor 5 Jahren kaufen müssen. Ich bin da immer zu spät. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch das Glück, ich kann so viele Autos fahren, wie ich will. Ja. Und ich habe die Lasten nicht. Ja, genau. Das Ja. ist natürlich ein Vorteil. Da muss man jetzt bei meinem zum Beispiel, beim TR6 ist halt einfach so, der ist unfassbar wahnsinnig günstig eigentlich im Unterhalt. Also Ersatzteile, und bei uns in der Werkstatt machen wir den ja, wenn was ist. Der kostet wenig an Unterhalt und man kann viel Spaß haben damit. Ja, ja. Die dümpeln aber, also was heißt dümpeln, aber die bewegen sich preislich immer seit Jahren schon sehr gute Exemplare zwischen Aber geht das mit 25.000 Euro. deiner Kleiner, mit Eva? Geht das? Nee, mit der geht's leider Nee, nicht. Deswegen bin ich auch so wenig gefahren dieses Jahr. Der hat ja keine Rückbank. Sowieso würde ich sie in dem Alter jetzt auch nicht mit dem Auto mitfahren lassen, Nein, weil nein, einfach nein. aus Sicherheitsgründen. Das Kind wird nicht mit Benzingeruch erzogen. Das wäre nicht mal, der Geruch wäre nicht mal das Schlimme, aber wenn halt mal was passiert ist Ja, ja. in so einem Auto schon, das Ja. ist halt schwierig. Mit meiner Frau bin ich viel gefahren. Wir sind mit dem Auto bis nach Venedig gefahren vor 2 Jahren und wieder zurück. Das funktioniert alles hervorragend. Aber jetzt ist es tatsächlich weniger geworden durch die kleine. Wir gehen hier rechts, gell? Genau, hier rechts im Sommer. Das ist schon wieder Keltenmuseum. Ja. Oh, Schöne ja, Runde gedreht. Ja, genau. Und du bist, Stuttgart, du bist hier in der richtigen Gegend. Wir haben schon einmal in der Aston Martin haben wir darüber geredet, dass, da habe ich dich gefragt, gehen wir links oder geradeaus? Geradeaus. Dass Stuttgart eigentlich in Deutschland das Zentrum der Automotive-Welt ist. Ja, weil die Autobranche Gerade links. Wiege gerade noch. Die Wiege des Automobils ist halt hier in Stuttgart Ja. und Umgebung. Und wir haben die Autobranche ist in Deutschland generell nach wie vor, auch wenn Stellenabbau überall gerade stattfindet, nach wie vor einer der wichtigsten Wirtschaftszweige und Arbeitgeber auch. Geradeaus nochmal. Und hier in Stuttgart generell. Also ich kenne unfassbar viele bekannte Freunde, Familienangehörige auch, die im Automobilsektor beschäftigt sind. Ich wohne in Sindelfingen, Meichingen, 1,5 Kilometer Luftlinie entfernt vom Daimlerwerk in Ja, Sindelfingen. ja. Bei mir in der Siedlung, Hier sage um ich die mal. Ecke Zuffenhausen. Ja, hier ist Porsche. Zuffenhausen, Weissach ist auch nur 2 Ortschaften weiter, das ist das Entwicklungszentrum von Porsche. Bosch ist hier direkt, Mahle in Stuttgart oben am Pragsattel. Also es ist halt, die Region hier ist einfach geprägt dadurch, das muss man einfach Übrigens, wir sind fast da, links oder rechts? Links, Ja. links. Wir sind fast da. Pläne für SML mit dir nächstes Jahr, 2026? sagen. Also wir werden Oder nächstes dieses Jahr? Jahr oder 2026, hier wieder rechts dann, auch wieder Aussteller auf der Retro Classics sein. Das kann ich schon mal verkünden Ja. im Februar. Und dann haben wir ja jetzt eins der größten Projekte jetzt dieses Jahr fertiggestellt, nämlich der Ausbau unserer Event Location oben. Ja, aber ihr macht auch Auswärte, gell? Achso, Ausfahrten machen wir auch. Da sind wir noch ein bisschen am Schauen gerade, was wir da machen für nächstes Jahr. Da haben wir 2, 3 Optionen. Bis Weihnachten wollen wir es auf jeden Fall entschieden haben. Aber wir machen auch noch einiges. Wir machen auch noch einiges, sowieso. Also wir haben ja eine Kooperation mit Topspeed ab nächstem Jahr. Kennst du die Leute? Ja, die kenne ich. Der Moderator ist gut, gell? Der Dieser Holländer. Holländer, ja, Ja, genau, ja. der ist echt witzig drauf. Hier rechts, also jetzt kennst du dich aus. Genau, nee, ich freue mich drauf. Also wir werden da mit dir zusammen ja viele oder einige Autos von uns auch nochmal gesondert vorstellen, um da vielleicht auch ein bisschen den Zuschauern das ein oder andere Detail nochmal näher zu bringen und die ein oder andere Sendung über uns Schau, machen. da steht so ein SML Yes. Car Group. Dann schmeiß ich dich raus. Und ich muss wieder weiter. Das war wieder sehr schön. Ich gehe nicht mehr mit rein, weil ich habe einen Termin. hier Schade, in aber wir Stuttgart. sehen uns bestimmt. Wir sehen uns wieder. Aber Prima. es war wieder toll. Martin, herzlichen Dank. Gut, Bis liebe bald. Grüße an Jenny. Richtig Ciao. aus. Danke. Ciao. Ciao. Thomas Hienst, einer der nettesten Personen, die ich aus der Oldtimer-Welt kenne. Und jung und sehr jung schon in der Geschäftsführung von dieser wunderschönen Firma. Das war Unterwegs mit. Ciao. Unterwegs mit ist powered by itteam.at und Leulein Classics.